Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Christian Sievers. Einen guten Freitagabend Ihnen allen. Seit fast 2 Jahren tobt Russlands Krieg gegen die Ukraine und er setzt immer noch furchtbare Rekorde. Was die Menschen landesweit in der Ukraine heute seit dem frühen Morgen erdulden mussten, sind die schwersten russischen Luftangriffe seit langem, möglicherweise sogar seit der Krieg begann. Weit über 100 Raketen und Drohnen praktisch jeder Bauart, über 150 Verletzte, noch weitere, die unter Trümmern vermutet werden und mindestens 31 Tote. Wir haben gestern hier im Heute-Journal über verwundbares junges Leben berichtet in einem Krankenhaus für Frühgeborene. Heute wurde in Dnipro eine andere Entbindungsklinik getroffen und ein Einkaufszentrum. Terror gegen Babys, Mütter, einfach alle. So wahllos wie infam. Alisa Jung ist dort. Da fliegen sie. Teile ihrer Wohnung einfach aus dem Fenster. Dieses Mehrfamilienhaus in Dnipro wurde durch die Druckwelle eines Raketeneinschlags so heftig beschädigt, dass die Scheiben zersplittert sind. Dmytro Raskasow und seine Nachbarn sind immer noch unter Schock. Wütend, dass sie, ihre Kinder, beschossen werden von Russland mitten im Schlaf. Die Schuhe braucht ihr nicht ausziehen und die Tür auch nicht zumachen, wärmer wird's nicht. Bitterer Galgenhumor. Was bleibt einem anderes übrig, wenn das eigene Leben buchstäblich ein Scherbenhaufen ist? Als es passiert ist, waren wir alle zu Hause. Das eine Kind im Bad, das andere mit der Frau im Korridor. Und ich war hier. Und blieben alle wie durch ein Wunder unverletzt. Ich bin vom Flur hierher gerannt, um mein Telefon zu holen. Und als ich zurück war, hörte ich das Geräusch. Dann die Explosion. Die Türen wurden rausgerissen und es flogen überall Scherben. Seine Frau Marina und die beiden Kinder, Katerina 14 und Michailo 6 Jahre alt, hat er sofort danach zu Verwandten gebracht. Nur die Papiere und eines der Heiligenbilder nahm seine Frau mit. Sie haben überlebt. Der Angriff ist keine 5 Stunden her, da kommt der Ausmesser für die neuen Scheiben. Hier räumen sie auf, vor dem ausgebrannten Geburtshaus und dem Einkaufszentrum, wo jetzt ein schwarzes Loch klafft. Es war einer der heftigsten Luftangriffe auf die Ukraine seit Kriegsbeginn. Es wurden alle notwendigen Kräfte und Einsatzfahrzeuge zuerst zum Geburtshaus geschickt, weil sich dort Gebärende und Säuglinge befanden. Im gesamten Land gibt es Tote und Verletzte. War es Vergeltung für das russische Kriegsschiff, was die Ukraine vor wenigen Tagen getroffen hat? Für die Menschen hier spielt das keine Rolle. Sie müssen einmal wieder ihr Zuhause aufbauen und weitermachen, trotz der Angst, dass so etwas gleich morgen wieder passieren könnte. Als sich die Situation etwas entspannte und sich der Rauch des Feuers verzogen hatte, raffte ich mich zusammen und kam her, um aufzuräumen. Das Leben geht ja weiter. Die Apotheke, die Cafés in der Straße hatten auch heute den ganzen Tag geöffnet. Die Helden des Alltags in der Ukraine. Beim Beschuss der Ukraine hat Russlands Armee offenbar auch NATO-Luftraum verletzt. Nach Angaben des polnischen Militärs flog eine russische Rakete heute Morgen etwa 3 Minuten lang über Polen. Dann habe sie den Luftraum wieder Richtung Ukraine verlassen. Der NATO-Generalsekretär erklärte, die NATO sei solidarisch mit Polen und bleibe wachsam. Zu uns nach Deutschland. Aus der Luft sieht man das ganze Ausmaß und aus der Luft kommt jetzt auch Hilfe. Fast ganz Niedersachsen stehe unter Wasser, sagt die Innenministerin in Hannover heute. Der Ministerpräsident ergänzt, so etwas habe es in seinem Bundesland noch nie gegeben. 100.000 Helferinnen und Helfer von Feuerwehr und THW sind im Einsatz. Die Lage ist je nach Ort unterschiedlich. Hier sehen Sie in Rot gestreift die bundesweit am stärksten betroffenen Gebiete. Und wir sehen auch schon, auch in anderen Bundesländern gibt es noch keine Entwarnung, zumal neuer Regen kommen soll. Clemens Altmann berichtet aus Verden an der Aller. Im Fischerviertel der Altstadt von Verden regieren Warthosen und Gummistiefel. Verzweifelt versuchen die Bewohner ihre Häuser vor dem eindringenden Nass zu schützen. Sandsack um Sandsack landet vor den Hauseingängen. Die Verdener kämpfen gegen einen Feind, der nicht nur von außen, sondern auch von innen kommt.
schwierige bzw. doofe Lage, weil, sag ich mal, das Grundwasser, es wurde ja extra der Damm auf der Seite errichtet seinerzeit. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass es mitten in der Straße, weil das der tiefste Punkt hier ist, hochdrückt. Und halt sehr, sehr, sehr unglücklich. Ralf Eltank hat so seine eigene Wasserquelle im Garten. Da kommen auch die Pumpen nicht gegen an. Ja, hier haben wir einen Gully, der läuft das Wasser ab zum Siel und das drückt jetzt das Wasser nach oben. Von außen drückt die Aller gegen den Deich. Ein paar Kilometer nordwärts sollte sie sich eigentlich mit der Weser vereinigen, aber die lässt sie nicht rein, weil sie selbst überfüllt ist. Und so staut sich das Wasser auf, bedroht Ralf Eltanks Zuhause. 2003 hatten wir das letzte Hochwasser hier und da war das also noch nicht so hoch wie jetzt, ne, hier in der Garage. Apropos Garage. Das Auto steht noch drin. Also so viel Wasser wie bisher, also jetzt hatten wir noch nie hierher. Und wie gesagt, jetzt haben wir, Wasser läuft trotzdem rein. Zwar nicht so viel, aber immerhin, also es läuft trotzdem rein. Ralf Eltank gehört schon zu den Alteingesessenen. Aber wie geht's denen, die noch nie ein Hochwasser gesehen haben? Statt Freude über das neue Zuhause, nächtliches Starren auf den Pegel. Seit einer Woche haben wir Umzug gehabt und jetzt war die erste Nacht hier und haben uns eigentlich eine entspanntere erste Nacht vorgestellt als das, was jetzt hier passiert. Also meine Mutter wurde in der ersten Nacht gesturmklingelt von der Feuerwehr. Ich habe wirklich Nachtschicht geschoben, dann ist meine Mutter wach geworden, hat sie 3 Stunden lang geguckt. Ja, ist wie im Film. Die örtliche Feuerwehr bereitet sich auf noch steigende Pegel vor. Es wird noch lange dauern, bis hier trockenen Fußes spaziert werden kann. Ja, dann gehen wir jetzt live zu Oliver Deuker. Er ist im niedersächsischen Hochwassergebiet bei Hodenhagen. Guten Abend, Oliver. Gucken wir vielleicht erst mal auf die aktuelle Lage bei dir. Niedersachsen bittet jetzt die Bundeswehr um Unterstützung. Wie genau sollen denn die Soldaten helfen? Ja, das ist weniger Manpower, also sprich jetzt nicht Bataillone, die Hände, die gebraucht werden, sondern eher technisches Gerät, um genau zu sein, Hubschrauber. Und diese Hubschrauber, 2 hat man bekommen, einmal von der Bundespolizei, einmal von der Marine. Die werden dafür eingesetzt, um sogenannte Big Packs, also große Stoffbahnen, wo Sand drin ist, die zu transportieren zu den Deichen, die weich geworden sind, um da quasi flicken zu können, Stellen, die vielleicht nicht mehr so gut sind. Das Ganze könnte man auch mit dem LKW machen, aber da sind die Wege dahin mittlerweile matschig, man kann die nicht mehr befahren, morastig, Fahrzeuge können stecken bleiben. Also das ist so eine Geschichte, Hubschrauberunterstützung, um die Deiche zu sichern und um vielleicht auch, wenn irgendwo was durchbricht, dann ein Loch stopfen zu können. Wir sehen, es wird auch jetzt aktuell gearbeitet. Mit was rechnen denn die Behörden noch vor Ort? Wo liegen die größten Gefahren? Na, ich habe es gerade schon angesprochen, das sind die Deiche. Ich stehe jetzt hier nicht wirklich an einem Deich, aber das ist ein Wall aus Sandsäcken. Ich glaube 45.000 sind hier verarbeitet worden und hier sieht man es ganz schön. Ich gehe mal ein bisschen auf die Knie für euch. Hier siehst du Wasser. Und auf der anderen Seite ist auch Wasser, aber da ist ein Meter Unterschied. Sprich, dieses Wasser, wenn das durchbrechen würde, würde es in diese Richtung laufen. 2 Kilometer entfernt ist der Ort Hodenhagen, 3000 Einwohner, Pi mal Daumen. Und wenn tatsächlich der Deich brechen würde, hätten die ein gewaltiges Problem. Dann müsste evakuiert werden, etc. etc. Nicht weit entfernt ist auch hier der Tierpark, der Serengeti-Park. Auch dort gibt es große Probleme. Also das ist schwierig. Und das gilt für hier, das gilt aber eben auch im Prinzip für den ganzen Bereich. Ein bisschen hat sich das mit dem Hochwasser verschoben. Wir hatten das erst im Südosten, Bereich HCC. Jetzt hat 2 Tage nicht so richtig doll geregnet. Alles aus dem Harz, das Wasser, was sich gesammelt hat, kommt die Flüsse runter und ist jetzt eher so im Nordwesten Niedersachsens vertreten. Das wurde eben gerade auch aufgezeigt, wo die gefährdeten Gebiete sind. Und größtenteils sind es die Flüsse, die jetzt Ärger machen, weil die Pegel einfach hoch stehen, die Deiche langsam durchsickern. Hier bei Hodenhagen beispielsweise geht die Aller durch. Die Deiche sind relativ neu, die sind stabil, aber es gibt andere Bereiche, da sind sie eben nicht so stabil. Und da muss damit gerechnet werden, dass da durchaus mal irgendwie ein Deich so weich wird, dass da was passieren könnte. Ganz grundsätzlich wird auch abgeraten, Besucher hierher zu kommen, Deich zu belaufen. Da gibt es Verbote mittlerweile. Also man tut alles, um das zu schützen. Also noch einiges an Bangen, keine Entwarnung. Oliver, herzlichen Dank für diese Eindrücke heute Abend. Und jetzt weitere Nachrichten von diesem 29. Dezember in der Übersicht. Und die hast du, Gundula. Aufgeteilte Resonanz sind die Reformpläne von Arbeitsminister Heil zu Einschnitten beim Bürgergeld für Jobverweigerer gestoßen. Zustimmung kam von Finanzminister Lindner sowie von Politikern von SPD und Union. Arbeit müsse sich mehr lohnen als der Verzicht auf einen Job. Dagegen warnen Sozialverbände, Jusos und Linke vor heftigen sozialen Folgen.
Für Silvester sind in Berlin-Neukölln mehrere pro-palästinensische Demonstrationen angemeldet worden. Eine davon wurde am Abend verboten. Nach Polizeiangaben ist auch eine pro-israelische Versammlung angemeldet. Als Konsequenz der Silvesterkrawalle vor einem Jahr werden allein in Berlin 4.000 Polizisten zum Jahreswechsel dienstbereit sein. Israels Armee weitet ihre Einsätze im Süden des Gazastreifens aus. Nach Angaben der Hamas sind dabei innerhalb eines Tages 187 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 21.500 Palästinenser seien seit Kriegsbeginn getötet worden. Die Angriffe zielen laut Israels Militär auf Terrorzellen der Hamas, deren Führungsspitze in Chan Yunis vermutet werde. Südafrika hat Israel vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen vorgeworfen. In der beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingereichten Klage fordert die südafrikanische Regierung Israel zur sofortigen Einstellung seiner Angriffe in Gaza auf. Anordnungen des Gerichtshofes sind in der Regel rechtlich bindend, oft werden sie aber nicht befolgt. Der ehemalige US-Präsident Trump ist in einem zweiten Bundesstaat von den Präsidentschaftsvorwahlen ausgeschlossen worden, nach Colorado nun auch in Maine. Als Grund gab die Wahlleiterin von den Demokraten an, Trump habe sich bei der Erstürmung des US-Kapitols an einem Aufstand gegen die Verfassung beteiligt. Trump kündigte Berufung an. Klärung wird vom obersten Gerichtshof der USA erwartet. Die Finanzmärkte beschließen ein starkes Börsenjahr. Der DAX hat nicht nur die Marke von 17.000 Punkten geknackt, sondern insgesamt deutlich zugelegt. Valerie Haller, die wirtschaftlichen Bedingungen aber waren insgesamt schwierig. Welche Bilanz zieht man an der Frankfurter Börse? Dass es eben tatsächlich besser gelaufen ist als erwartet angesichts der Kriege und eben auch der wirtschaftlichen Unsicherheiten. Ein Grund dafür ist, dass die Inflation zurückgegangen ist und Anleger auf sinkende Zinsen hoffen, sowohl in den USA als auch in Europa. Das beflügelt die Börsen, denn niedrigere Zinsen machen Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren interessanter. Der DAX ging stark ins Jahr und legte dann vor allem im November noch mal eine Schippe drauf, beendet das Jahr dick im Plus mit rund 20%. Für das kommende Jahr sind Börsianer zuversichtlich und gespannt, vor allem wegen der eben angesprochenen anstehenden US-Wahl und einer möglichen Wiederwahl Donald Trumps. Und wer zählt am Ende zu den Verlierern und wer zu den Gewinnern? Wir fangen mit den Gewinnern an. 2 Gewinner sind schon mal SAP und Siemens, die es laut Handelsblatt im Börsenranking dieses Jahr wieder unter die 100 wertvollsten Unternehmen der Welt geschafft haben. Die ersten Plätze in dem Ranking belegen die Tech-Riesen Apple und Microsoft. Im DAX ist der größte Gewinner Rheinmetall. Der Konzern profitiert davon, dass westliche Länder aktuell wieder mehr Geld in Rüstung stecken. Größter Verlierer war Zalando. Für den Online-Händler scheinen die goldenen Zeiten der Corona-Pandemie erst mal vorbei zu sein. Valerie Haller, vielen Dank und auf ein neues. Zum Jahreswechsel gehört immer auch die Vierschanzentournee der Skispringer. Den Auftakt in Oberstdorf hat am Abend Andreas Wellinger gewonnen. Ein Traumstart für die deutschen Skispringer. Der 28-jährige Andreas Wellinger siegte vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und Stefan Kraft aus Österreich. Die beiden Oberstdorfer Philipp Raimund und Karl Geiger landeten auf den Plätzen 6 und 7. Das Neujahrsspringen am 1. Januar in Garmisch-Partenkirchen überträgt das ZDF live ab 13:45 Uhr. Das ist das Ende der Welt, hab schon eine neue bestellt, singt die deutsche Band Clan. Wenn es so einfach wäre. Aber wir haben nur eine Welt und wir sind mit ihr in diesem fast vergangenen Jahr nicht besonders gut umgegangen. Der Zustand der Welt, in der wir leben, ist besorgniserregend. Darauf können wir uns vermutlich alle einigen. Und dennoch werden Sie alle 2023 natürlich immer auch ganz individuell sehen, aus Ihrem jeweiligen Blickwinkel. Wir auch, hier im Heute-Journal. Hier ist unser Rückblick. Annegret Oster guckt auf das, was kaum zu ertragen war und auf das, was Hoffnung gibt, trotz allem.
Um dieses Jahr zu fassen, braucht es erstmal Abstand. Also reisen wir doch zu den Sternen. Zumindest in deren Richtung. Seit letztem Sommer ist das europäische Weltraumteleskop Euklid auf der Suche nach dunkler Materie. Bis zu 10 Milliarden Jahre blickt es zurück in die kosmische Vergangenheit des Universums. Und wir schauen mit 1,5 Millionen Kilometern Abstand auf unsere Erde. In eine erst wenige 100 Tage alte Vergangenheit. In der Anfang Februar die Erde bebt, in der türkisch-syrischen Grenzregion. Unfassbare 50.000 Menschen sterben. In Syrien kommt nur wenig internationale Hilfe an. Schweres Gerät fehlt, viele Menschen sterben unter tonnenschweren Trümmern. Auf dieser Tafel steht: Ihre Schreie verstummten hier. Viel Wut und wenig Hilfe zum Auftakt eines Jahres, in dem es nicht wirklich besser weitergeht. Anstrengend. Das ist vielleicht das Wort, was ich damit verbinden würde. Also ich bin eigentlich so ein News-Junkie, der immer sagt, ich versuche alles zu lesen, mitzubekommen und möglichst viel von allem, was in der Welt passiert, auch so nah wie möglich mitzuerleben. Aber in diesem Jahr habe ich zwischendurch schon ein paar Mal gedacht, vielleicht ist ein bisschen Abstand auch nicht schlecht. Dann gehen wir doch noch mal auf Abstand. Naturkatastrophen, 3 Jahre Corona-Pandemie, ein sich immer schneller veränderndes Klima, Krieg in Europa. Sicher geglaubte Gewissheiten greifen nicht mehr. Unsicherheit lässt fest geglaubten Grund schwanken. In der Ukraine geht der russische Angriffskrieg ins 2. Jahr. Das Sterben auch. Das ist schrecklich und es ist Zeit, diesen Krieg zu beenden, denn es gibt zu viele ukrainische Opfer. Doch ein Ende ist nicht in Sicht. Dnipro, Bachmut, Awdijiwka, die Kathedrale in Odessa. Immer und immer wieder treffen Putins Waffen zivile Ziele und die Menschen dort. Wir alle versuchen zu lächeln, so wie alles ist gut. Aber es ist erschreckend. Wir wollen unser Leben leben, so wie es zuvor war. Eine Explosion lässt im Juni den Kachowka-Staudamm brechen. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig. Die Wassermassen verschlucken ganze Ortschaften. Und die Retter werden beschossen. Der Krieg zeichnet die Menschen, auch den ukrainischen Präsidenten. Ich denke, das ist natürlich, dass all das Spuren in einem Menschen hinterlässt und auch in seinem Gesicht. Ja, manchmal denke ich auch daran zurück, wie er vor 3 Jahren war. Natürlich sehe ich auch, wie sehr er sich verändert hat, dass er gealtert ist. Aber dann frage ich mich, ob mich das traurig macht. Und meine Antwort ist nein. Denn jede Falte markiert einen Lebensabschnitt, in dem er einen Sieg errungen hat. Ein Sieg über den Aggressor scheint allerdings in weiter Ferne. Es fehlt an so vielem, an Waffen, an Munition, an Energie und an Unterstützung durch einen kriegsmüde gewordenen Westen. Der Krieg vor den Toren der EU hat Auswirkungen auf Deutschland. Die Preise für Strom und Gas steigen massiv. Strom um gut 1/4, Gas um mehr als die Hälfte. Die Inflation liegt Anfang des Jahres bei 8,7%. Und mit den Preisen wachsen Sorgen und Unsicherheit weiter. Größter Profiteur der Verunsicherung, die AfD. In Hessen und in Bayern fährt eine Partei, die in Teilen rechtsextrem ist, ihre besten Wahlergebnisse außerhalb Ostdeutschlands ein. Die AfD ist kein Ostphänomen mehr, sondern eine gesamtdeutsche Volkspartei geworden. Wir sind also angekommen. Die AfD längst keine reine Protestpartei mehr. Sie wird aus Überzeugung gewählt, hauptsächlich deshalb, weil man weniger Flüchtlinge will. Mehr als 300.000 Asylanträge werden gestellt in Deutschland, viel mehr als in den vergangenen Jahren. Länder und Kommunen ächzen unter der Integrationslast.
Und die Ampel zermürbt sich im Dreier-Koalitions-Dauer-Hickhack. Zuerst um Habecks Heizungsgesetz. Es kann aber nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt. Dann um das Herzensprojekt von grünen Familienministerin Lisa Paus. Zuerst blockiert die FDP ihre Kindergrundsicherung. Danach blockiert Paus das Wachstumschancengesetz der FDP. Die spricht von Erpressung und bemüht sich um Haltung. Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen. Doch der echte Hammer kommt erst noch. Das Bundesverfassungsgericht urteilt und 60 auf Pump eingeplante Milliarden dürfen nicht ausgegeben werden. Entsprechend gibt es neuen Streit, dieses Mal um den Haushalt. Wir haben schon viel Streiterei gesehen in der Ampel, aber jetzt mit dem Haushalt ist es ja noch einmal eskaliert. Und das, was die Ampel da gerade machen musste in den Haushaltsverhandlungen, waren praktisch neue Koalitionsverhandlungen. Da haben sie sich sehr schwer getan. Sie haben die Kurve gerade noch mal so bekommen. Jetzt wird es spannend zu sehen sein, ob das auch für weitere 2 Jahre hält. Mit 1,5 Millionen Kilometern Abstand wirkt dieses Erdenjahr instabil, unrund. Und nicht nur dieses Jahr, die ganze Erde scheint aus dem Gleichgewicht geraten. Kanada erlebt die schlimmste Waldbrandsaison aller Zeiten. Die Feuer fressen sich durch 15 Millionen Hektar, eine Fläche größer als Griechenland. In Österreich und Slowenien gibt es Starkregen. Überschwemmungen und Erdrutsche richten enorme Schäden an. Auch auf Teneriffa wüten Flammen wochenlang. Es ist einer der schlimmsten Brände auf der Ferieninsel in den letzten 40 Jahren. Und in Mexiko zerstört Hurricane Otis den berühmten Badeort Acapulco. 50 Menschen sterben. 2023, ein Wetterjahr der Extreme. Es ist der 7. Oktober, an dem Tod und Horror über Israel hereinbrechen. Auf einem Musikfestival macht die Hamas Jagd auf Feiernde. Sie ermorden 260 Menschen. Fast zeitgleich wüten sie im nahegelegenen Kibbuz Be'eri, verschleppen Bewohner und töten mehr als 100 Männer, Frauen, Kinder, Babys. Wir haben ganze ausgelöschte Familien. Wir haben Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Wir haben Eltern, die keine Kinder mehr haben. Es ist etwas zerbrochen. Ich weiß nicht, wie wir uns erholen sollen. Also was den Angriffskrieg gegen die Ukraine und jetzt diesen Angriff der Hamas auf Israel für mich verbindet, ist eben dass man immer wieder auf so eine erschütternde Weise vor Augen geführt bekommt, was Menschen einander antun können. Die Unversöhnlichkeit von Menschen und der Wahnsinn, der da zum Teil auch dabei ist. Also das immer wieder so vor Augen geführt zu bekommen, ja, das macht einem auch als Nachrichtenprofi zu schaffen und verfolgt einen, klar, auch bis in den Schlaf. Mehr als 1200 Menschen sterben an diesem 7. Oktober in Israel. Das Land wehrt sich und trifft dabei zwangsläufig auch die Zivilbevölkerung. Eingesperrt im eigenen Land sind sie hilflos den Raketen ausgesetzt, ihren Verletzungen, ihrem Hunger und Durst. Tausende sterben. Gaza ist die Hölle auf Erden. Die Macht der Bilder zeigt Wirkung. Auf Deutschlands Straßen wird zur Gewalt gegen Juden aufgerufen. Kritik an Israel, Unterstützung für die Palästinenser, aber auch Hamas-Jubel und offener Antisemitismus. Eine gefährliche Mischung. Dass so viele Menschen auch unter dem Deckmantel der Liberalität, der Offenheit für solche Gesinnungen auf die Straße gehen, das hat mich sehr, sehr schockiert. Wir haben es natürlich hier mit einem Antisemitismus zu tun, der vor allem aus der Feindschaft vieler arabischer Staaten zu Israel genährt wird. Aber es ist auch ein Antisemitismus, der sicherlich auch aus Unkenntnis genährt wird. Unkenntnis führt zu Unsicherheit. Und Unsicherheit führt zu Angst. Was für ein Jahr. Und doch gab es auch Gutes. Tatsächlich mussten wir ein bisschen danach suchen. Hier also die Heute-Journal-Fundstücke. Ganz persönlich und vor allem rein subjektiv.
Im April hat Karl Lauterbach die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Und das fand ich eine gute Nachricht, auch wenn uns das Virus erhalten bleiben wird. Überraschend und erfreulich fand ich das Wahlergebnis in Polen. Da entscheidet sich die Mehrheit plötzlich für Europa, für Gewaltenteilung. Gute Nachricht. Deutschlandweit konnten wir für 49 € Ticket reisen. Und das war mein persönliches Highlight. Die vermeintliche Löwin in Berlin, die in Wirklichkeit ein Wildschwein war. Und positiv daran ist, dass es uns lehrt, man muss ganz genau hinschauen, um zu erkennen, wie die Wahrheit wirklich ist. Überlassen wir das Schlusswort dieses Rückblicks einer Dame, die mit dem Holocaust das Schrecklichste überlebt hat, was Unmenschlichkeit Menschen antun kann. Und die mit 102 Jahren noch immer nicht müde ist zu hoffen und zu mahnen. Gibt es sowas, was Sie als Rat geben möchten, den Menschen jetzt? Sei Menschen. Ja, das ist das Einzige, was ich sage. Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Wir sind alle dasselbe. Also respektiert. Ihr könnt Menschen nicht alle lieben, braucht auch nicht. Aber Respekt gibt Menschen. Respekt füreinander könnte doch ein guter Vorsatz sein fürs neue Jahr. Indem wir wieder ganz genau hinschauen werden auf unsere Welt. Am Ende dieses schwierigen Jahres bleibt der Dank an Sie alle für Ihr Interesse, Ihr Vertrauen und dass Sie mit Ihrem Rundfunkbeitrag überhaupt möglich machen, was wir hier tun. Wissen, was los ist, Bescheid wissen. In diesen Zeiten wichtiger denn je. Und deshalb sind wir zwei auch morgen wieder hier, denn noch ist das Jahr ja nicht vorbei, kann also noch viel passieren, Gülüda. Ja, um kurz nach 12:30 schaut auch Nazan Göktemir in unserem Heute-Journal-Update zurück und auch nach vorne. Von uns allen hier, auch den Kolleginnen und Kollegen hinter den Kameras, an Sie einen angenehmen Abend. Tschüss. Bis morgen. Guten Abend. 2023 war nicht nur das wärmste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn, sondern auch das 6. nasseste. Schon im Frühjahr war der Boden gut durchfeuchtet, die Vegetation wuchs. Ende Mai allerdings wurde es trocken. Sonne und Wind saugten Wasser aus dem Boden, auch tiefere Schichten trockneten aus. Aber das änderte sich im regenreichen Sommer wieder, vor allem im unwetterträchtigen August. Und auch im Oktober, November, Dezember fiel deutlich mehr Regen als normal. Und so sind die Böden bis 60 cm in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bis in 2 Meter Tiefe patschnass. Und jedes zusätzliche Wasser landet jetzt in Bächen und Flüssen. Ja, und das ist gut für das Grundwasser, aber natürlich schlecht für das Hochwasser. Zumal es auch heute Nacht noch zwischen Münsterland und Oderbruch, also im Stau des Harzes und des Sauerlands, noch mal kräftig regnen kann, vor allem in kurzen Gewittern. Im Süden verläuft die Nacht trocken. An den Alpen sinken die Werte auf 2 Grad, sonst auf 8 bis 4 Grad. Morgen erreichen die Temperaturen auf Rügen und im Erzgebirge 6, am Oberrhein 13 Grad. Es ist also ein recht milder und auch ein recht freundlicher Tag. Morgen gibt es eine kurze Regenpause. Meist ist es trocken und ist es doch durchaus Sonne mit dabei. Nur einzelne Schauer sind unterwegs, zum Beispiel in der östlichen Mitte, an der Küste, abends dann im Nordwesten. Dazu weht ein frisch böiger Wind aus westlichen Richtungen. Zum Jahreswechsel rückt dann der Regen aus West aber wieder in den Fokus. Für sich genommen sind die Regensummen an Silvester und an Neujahr nicht ganz so hoch, aber über die Tage summiert sich das dann eben doch. Und Vorsicht, ab der Nacht auf Dienstag sind nach aktuellem Stand dann auch wieder Stark- und Dauerregenfälle möglich. Wir behalten das für Sie im Auge. Tschüss.